Ja, wir möchten natürlich langfristig alle Parkplätze digitalisieren und ein digitales Parkleitsystem integrieren. Wir testen gerade schon an einem unserer Parkplätze, an einem unserer Seenparkplätze, ein ganz neues digitales Parkleitsystem mit dem Urban Institute zusammen, um dort auch schon so zukunftsorientiert und digital wie möglich alle Daten zu sammeln und entsprechend auch mit den Fahrzeugen dann zu verknüpfen. Ich sehe durch den Mobility Data Space ganz große Chancen für uns Kommunen, um eben die Besucherlenkung effizienter, digitaler und moderner auch hinzubekommen. Die Vernetzung der Parkplätze und die Vernetzung dadurch auch mit den Fahrzeugen und mit den ankommenden Gästen wird die nächsten Jahre ein ganz wichtiges Thema sein. Wir haben Besucher aus der ganzen Welt, die sich hier nicht auskennen. Und je mehr Daten wir als Kommune liefern können, umso besser können auch die Fahrzeuge steuern und dann am Ende des Tages auch den Besucher lenken. Das Urban Institute ist eine der Firmen, die aktiv am Mobility Data Space mitarbeiten, um neuwertige Dienste aus unterschiedlichen Datenquellen an möglichst viele Marktteilnehmer weitergeben zu können. Das Urban Institute sieht den konkreten Nutzen vor dem Mobility Data Space, dass neue Dienste dadurch entwickelt werden können und dass Daten, die vorher noch nicht genutzt werden, über den Mobility Data Space an sehr, sehr viele Marktteilnehmer weitergegeben werden. Optipark ist ein datenbasierter neuer Service, der den Autofahrern, aber auch den Kommunen für touristische und für Park-and-Ride-Anlagen die Informationen über die aktuelle Belegung gibt. Die Daten werden von unterschiedlichen Quellen genutzt, einmal von Sensorik, von Parkplätzen, wenn die vorhanden sind, Schranken, Kameras oder ähnliches, wie am Allersee, aber auch von anderen Quellen, Fahrzeugen, wo man versucht, daraus eben Prognosen für die Auslastung von Parkplätzen zu liefern. Mit diesem System werden Daten erhoben, welche Autos rauf und runter fahren. Und daraus wird berechnet, ob oben noch Parkplätze sind, oben heißt am Ende der Straße, oder ob schon alles überfüllt ist. Und diese Informationen werden dann hier auf den Schildern angezeigt und mit Hilfe von Optipark und dem Mobility Data Space dann auch an den Autofahrer weitergegeben. Optipark hat das größte Potenzial, wenn sehr, sehr viele Gemeinden und Städte mitmachen, so wie hier Füssen oder auch die Metropolregion, die Daten liefern, aber auch wieder dann die Services bereitgestellt bekommen für ihre Autofahrer, für ihre Besucher und für ihre Bewohner.